Sebastian, eine Frage, die immer wieder von Mandanten an uns gestellt wird und auch von den Zuschauern unseres Podcasts ist, warum hat Sebastian Irland verlassen? Deswegen wollen wir uns heute so ein bisschen über dein Leben in Irland unterhalten. Aber lass uns anfangen, wie bist du überhaupt nach Irland gekommen? Genau, also die Situation war ja so, ich war in den USA, da habe ich mich dann scheiden lassen und hatte dann danach das Sorgerecht für die Kinder bekommen. Ja. Also das heißt, ich hatte dann 6 Kinder dabei. Mein ältester Sohn war schon erwachsen, der ist in den USA geblieben. Und wir hatten dann eben das Problem letztlich, dass aufgrund der Scheidung wir auch kein Visum mehr für die USA hatten. Das heißt, wir mussten die USA verlassen. Ja. Wir hatten jetzt das nicht das Problem, dass wir jetzt dort zu lange geblieben wären. Ja. Also keinerlei visatechnische Probleme, aber wir mussten eben gehen. Und nach Deutschland zurück wolltest du nicht? Genau, auf keinen Fall. Ja. Also, und dann habe ich mir eben überlegt, was ist jetzt hier günstig? Ja. Was passt für meine Kinder und mich? Ja. Und ich meine Kinder sind ja komplett englischsprachig groß geworden. Sprechen Sie Deutsch eigentlich? Die Älteren, ja. Ja, okay. Ja. So, das ist komplett englischsprachig in die Schule gegangen. Ich habe mit denen alle möglichen Sachen ja gemacht. Also die sind zum Teil auf private Schulen gegangen, staatliche Schulen, Homeschooling. Ja. Also wir haben alles ausprobiert, ja. Mit verschiedenen Kindern, verschiedene Dinge. Alles irgendwie deutschsprachig oder jetzt irgendwie, und ich sage es mal andersrum, es muss auf jeden Fall ein englischsprachiges Land sein. Es gab also letztlich in Europa UK, Irland, Malta, das wären so die Optionen gewesen. Malta habe ich ja dann auch noch gemacht oder kannte ich ja schon in gewisser Weise. UK wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Und dann war es relativ klar, dass eigentlich dann Irland hier eigentlich eine gute Option ist. Ja? Ja. Irland war zu der Zeit alles extrem günstig gerade, auch die Mieten, ja, weil dort war ein gewisser Bauboom davor. Und dann kam es zur Financial Crisis. Ja, genau. Lass uns mal kurz sagen, um welchen Zeitraum, welche Jahre geht es ja eigentlich? So ungefähr 2012. Okay, ja. Also vieles war dann extrem günstig in Irland, weil es gab natürlich viel zu viele Immobilien, die Preise sind dann gefallen, was die Mieten haben. Also es war generell günstig natürlich dort zu leben und ich hatte ja sowieso letztlich dann die Einkünfte aus der Kanzlei in London, also deswegen, ich war ja nicht dort auf einen Job angewiesen oder sowas. Und dann haben wir uns dann eben entschieden, nach Irland zu gehen. Ein anderer Vorteil war, dass Irland eigentlich ein gutes Schulsystem hat. Ja. In Irland ist ja so, dass letztlich es keine staatlichen Schulen wirklich gibt, sondern die Schulen sind alles letztlich konfessionelle Schulen. Ja. Ja, also die meisten natürlich katholische Schulen, die sind dann vom Staat beaufsichtigt, aber eigentlich sehr gute Schulen. Und das war ein weiterer Grund, dann eben im Grunde dort hinzugehen. Und so ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir nach Irland gehen. Okay, und Irland Dublin oder Irland Countryside? Irland Countryside, also Dublin heute noch viel mehr als zu der Zeit, extrem teuer. Ja. Teurer als London, also muss man sich gut überlegen, ob man das machen will. Ja. Nee, wir sind dort dann in die Pampa gezogen, in die Walachei. In die Walachei. Und das ist sowas, was ich, wie gesagt, in den 2 Jahren, in denen wir in Deutschland jetzt waren, wenn wir über so the British Countryside, the Irish Countryside gesprochen haben, habe ich immer zu Freunden erklärt, wir wohnen in einem Dorf, das sieht so aus wie Rosamunde Pilcher. Das sagt in Deutschland allen was, weil wir alle Rosamunde Pilcher am Samstagabend geschaut haben. Hier weiß niemand, wer Rosamunde Pilcher ist. Aber erzähl uns so ein bisschen über dein Leben außen in der Walachei. Wie einfach, wie schwierig war es, sich zu integrieren? Was hat dir gefallen? Was war sowas, wo du sagst, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei? Also in Irland war das extrem einfach. Ja, die sind sehr freundlich, die Menschen. Ich hatte das also damals so gemacht. Wir sind angekommen, dann haben wir ein Auto gemietet und sind mal 2 Wochen durchs ganze Land gefahren und haben uns alle möglichen Häuser angeschaut, die dann zur Miete waren. Ja? Und jedes Kind hatte eine Stimme oder hattest du die? Na, so haben wir es nicht. Ist ja keine Demokratie. Ja. Und, hört ihr das, Kinder? Familien sind keine Demokratie. Und eigentlich die erste Wahl war so ein Cottage, was so
mehr oder weniger südlich von Dublin war, vielleicht so 50 Kilometer südlich von Dublin. Da gibt es einen wunderbaren Sandstrand, bekannt aus vielen Filmen. Also der Sandstrand ist 10 Kilometer lang oder so, ja, sehr breit. Und das Cottage stand genau da drauf. Very nice. Das wäre jetzt sehr schön gewesen, hat dann leider nicht geklappt. Der hat dann gedacht, naja, also der alleinerziehende Vater mit 6 Kindern, also nee, das mache ich lieber nicht. Und so sind wir dann letztlich dazu gekommen, so ein Haus zu mieten im County Waterford, also das ist Südostküste von Irland. Ungefähr 2-3 Stunden im Auto von Dublin weg, in einem kleinen Ort, vielleicht 1000 Einwohner. Und wir hatten dort eben ein Haus, was vielleicht außerhalb des Ortes war. Das war so ein kleines Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. Bitterkalt? Nö, so kalt ist ja in Irland gar nicht. Feucht. Ja, es regnet jeden Tag. Ja. Das heißt, wir hatten so, weiß ich gar nicht, 800 Quadratmeter Wohnfläche. Ja. Also ziemlich groß, aber es war halt eine Bauruine, mehr oder weniger, muss man sagen. Ja. Aber die Miete war auch nur 750 €. Ja. So, und das war auf 3 Hektar Land oder so eine riesige Einfahrt. Ja. Und also 750 € Miete, 1.500 € Heizkosten im Monat. Also wir sind pro Monat durch einen Öltank, ja, haben wir durchgeblasen. Ja. Also das war schon der Hammer. Das ist so eine Sache, wo wir uns drüber unterhalten. Was sind die Sachen, die in Deutschland besser sind in England als in Großbritannien, Irland? Das mit dem Heizen, das ist effizienter in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Also es hat eben diese großen Fenster, keine Doppelverglasung, zugig, also es war der Hammer. Genau, aber dieses Haus haben wir dann gemietet. Ja. Die Kinder sind dann dort in die lokale Schule gegangen. Und ja, also die Integration war extrem einfach, muss ich sagen. Die Iren sind sehr neugierig. Ja. Die wollen dann gerne in Unterhaltungen verwickeln. Das war es war sehr einfach, dort die Leute kennenzulernen. Wie hat es den Kindern gefallen? Das ist natürlich immer bei so einem großen Umzug eine riesige Frage, weil ich finde immer, sind die Kinder glücklich, dann sind die Eltern auch glücklich. Wie sind die damit umgegangen? Also den Kindern hat es eigentlich auch gefallen, muss man sagen. Ja, die wären natürlich auch lieber in den USA geblieben, aber denen hat es gefallen. Ja. Wie gesagt, das Haus, riesiger Garten, da war ein großes Trampolin im Garten und so. Also da war letztlich für die Kinder alles da, was sie gebraucht haben. Ja. Das war so wie ein Abenteuerspielplatz. Ja. Also das hat denen gut gefallen. Ja. Ja. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es auch ziemlich gut gefallen. Also wie gesagt, also man muss wirklich sich vorstellen, dass es wirklich dort ganz weit draußen ist. Ja. Also das war ein sehr beschauliches Leben, muss ich sagen. Wir hatten zum Beispiel kein Auto. Ja. Das heißt, wie seid ihr denn rumgekommen? Ja, also das hat sich alles in dem kleinen Ort abgespielt. Ja. So, das heißt also, wir sind dann zu dem in dem Ort gab es einen kleinen Laden, so einen Tante-Emma-Laden, wie man sich das vorstellt. Ja. Da haben wir eingekauft. Dann hatte ich eine Haushälterin und die ist dann zum Lidl gefahren oder Aldi, was weiß ich was ist dann ein bisschen weiter, aber irgendein anderer Supermarkt, hatte da dann größere Einkäufe gemacht. Wir hatten eine große Speisekammer. Es war alles extrem beschaulich, extrem ruhig, muss man sagen. Also vom Pace her very nice. Extrem langsam. Ich finde, wir müssen ein paar Fotos hier einblenden, damit Leute so einen Eindruck haben, wie das ist. Wie lange wart ihr da? Also wir waren ein bisschen über ein Jahr da. Okay. Und dann seid ihr weg, weil... Naja, jetzt kommt der Punkt, genau. Also wir waren dann letztlich, sind in den Sommerurlaub gegangen, haben dann ein Wohnmobil gemietet und sind dann da durch ganz Europa gefahren für 6 Wochen im Wohnmobil. Und während wir eben dort unterwegs waren, schreibt mir der Vermieter eine E-Mail und sagt mir so, dass wir jetzt raus müssen, denn er zieht jetzt zurück. Okay. Er hat davor in Dubai gewohnt, aber eben, das war zur Zeit so ich sag mal, doch die Nachwehen der Finanzkrise, hat dann seinen Job verloren und ging dann zurück. So. Ja. Ich meine, ich hatte ja vorhin gesagt, das war alles ganz nett, so handschlagmäßig, mehr oder weniger 750 € Mietvertrag gemacht, aber es hat natürlich keinen Schutz gehabt. Ja. Also das heißt, keine Kündigungsfrist. Ja. Der hat uns also mehr oder weniger gesagt, naja, ihr kommt hier nicht zurück. Ja. Also eure Sachen bringe ich euch irgendwo hin, sagt mir, wenn ihr die haben wollt. Okay. Und das war's. Und das war natürlich ein Schock, ganz klar. Weil, wie gesagt, es hat den Kindern dort gut gefallen. Ja. Und wir wollten zwar immer zurück in die USA, aber hatten uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir jetzt ein paar Jahre dort sind. Ja. Und so hatten wir uns mental auch darauf eingerichtet.
Und jetzt dann wieder gehen zu müssen aus dem Haus war natürlich schwierig. Gut, wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Wir können ja einfach dort was anderes mieten. Das Problem ist halt, dass natürlich die Situation, die wir dort hatten, die war so einzigartig. Ich meine, so ein Haus kannst du jetzt nicht nochmal irgendwo anders mieten, so ohne weiteres. Ja, und es hätte dann einfach, hätte dann zu viele Kompromisse letztlich bedeutet, sodass wir dann im Grunde genommen gesagt haben, wir verlassen jetzt Irland wieder, machen uns in Richtung USA auf. Ja. Okay, und dann seid ihr in die USA gegangen. Jetzt bist du mittlerweile in Schottland. Erzähl uns, wie dein Leben im Vergleich zu deiner Zeit, also dein Leben hier in Schottland jetzt im Vergleich zu deinem Leben in Irland ist. Du wohnst hier in Edinburgh, also doch in der Stadt. Stadtleben, Landleben, was sind so die Vorzüge von einem während dem anderen? Also ich meine, ich habe natürlich den Großteil, würde ich sagen, meines Lebens in der Stadt gewohnt. Ja. Ja, das heißt also, ich bin natürlich in gewisser Weise ein Stadtmensch, würde ich sagen. Das heißt, ich schätze die Vorteile, die die Großstadt zu bieten hat, also die Anbindung, was weiß ich, Restaurants, kulturelles Angebot und so, das ist natürlich schön. Aber wie gesagt, also das Landleben ist schon das, was für mich persönlich jetzt hier die meiste Erfüllung bringt. Ja. Ja. Also wie gesagt, ich hatte ja, und das war sicherlich auch die beste Zeit meines Lebens, ich hatte ja auf einer Ranch gewohnt in Texas. Ja. Und also das heißt, das ländliche Leben, so der slower Pace und so viel in der Natur zu sein, ist schon was ich würde sagen, mir am meisten entspricht. Okay. Jetzt werden viele Leute, die uns heute zuhören und zuschauen, sagen, Irland ist interessant, aber natürlich mein Leben in Irland wäre etwas anders. Ich stelle mir eher vor, nach Dublin zu ziehen. Als erstes, für wen ist denn Irland ein Auswanderungsziel? Was ist so, erzähl mir so ein bisschen über die Charaktere, die es dorthin zieht. Also die meisten Mandanten, mit denen wir sprechen, wollen nach Irland ziehen, weil dort eben Homeschooling erlaubt ist. Okay, ja. Das heißt, und das ist ganz wichtig, in Deutschland eben nicht erlaubt. Genau, ist nicht erlaubt in Deutschland. Ja. Aber ist natürlich in vielen anderen Ländern erlaubt. Ja. Aber eben... Warum weiß ich nicht. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als meine Kinder zu Hause zu unterrichten. Wirklich. Nein, danke. Gut, genau. Also ich hatte ja auch Homeschooling in den USA gemacht teilweise. Ja. Und da gibt es ja auch eine sehr große Homeschooling-Community, ganz klar. Aber eben, die gibt es in Irland auch. Ja. Das heißt, dass viele unserer Mandanten, die nach Irland ziehen da spezifisch hin wegen dem Homeschooling. Okay. So, also für jeden, der Homeschooler ist es sicherlich gut geeignet. Jetzt es ist nicht ganz so liberal wie jetzt in den USA. Da gibt es auch eine staatliche Aufsicht. Man muss sich registrieren als Homeschooler. Aber also alles so im Rahmen dessen, was man so eigentlich gut handeln kann. Ja. Und dann natürlich, Irland ist steuerlich natürlich sehr interessant. Ja, es gibt den Non-Dom-Status, das heißt Auslandseinkünfte sind, wenn man es richtig macht, steuerfrei. Daher natürlich auch interessant. Genau, also Dublin. Viele sagen, Dublin ist ein kleineres London. Das finde ich jetzt nicht. Also ich finde jetzt, Dublin hat relativ wenig zu bieten. Ja. Ja. Also so kulturell und so weiter ist da nicht viel los in Dublin. Ja. Also die wichtigste und die beliebteste Sehenswürdigkeit in Dublin ist die Guinness-Brauerei. Ja. Ja. Also das ist so ungefähr das Level, wo man so Dublin sehen würde kulturell. Ja. Also Pubs und so. Ja. Also alles andere kannst du vergessen. Ja. Aber Dublin hat natürlich sehr dynamisches wirtschaftliches Umfeld, ganz klar. Also viele Startups sind da, Facebook, Google und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Tech-Szene drin ist, der ist sicherlich dort gut aufgehoben. Aber die meisten unserer Mandanten, die nach Irland kommen, die zieht es dann aufs Land. Aufs Ausland. Was würdest du Leuten, die es dorthin zieht, ans Herz legen? Was für Ratschläge kannst du ihnen anbieten? Also es regnet jeden Tag, ja. Also das ist was man sich das muss man sich bewusst sein. Das heißt jetzt nicht, dass es den ganzen Tag regnet. Aber es regnet. Und es regnet auch nicht unbedingt stark. Ja. Also das heißt nicht Starkregen jeden Tag, aber es regnet wirklich jeden Tag. Also das heißt, es gibt zum Beispiel in Irland keine Tennisplätze unter freiem Himmel. Ja. Echt? Ja. Weil es einfach keinen Sinn machen würde. Du fängst das Tennisspiel an und dann 5 Minuten später regnet es. Ja. Es ist ja so, dass es auch relativ wenig Berge gibt. Ja. Das heißt, also das Klima ändert sich. Da kommt einfach was vom Ozean und dann regnet es. Ja. Schlägt es aufs Gemüt? So dieses Regen? Also so. Ja, also es ist eine gute Frage. Ja, also ich meine, Irland hat ja traurige Beliebtheit, weil es so eine der höchsten Suizidraten der Welt hat und die höchste Suizidrate von Jugendlichen weltweit hat.
Ob es jetzt am Wetter liegt, die Iren haben immer so dieses Image, dass sie so sehr feuchtfröhlich sind und so, ja. Viel gesoffen, viel gesungen und sowas. Also ich finde nicht, dass es wirklich aufs Gemüt schlägt, muss man sagen, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen halt jeden Tag grau in grau schon schwierig wird. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Wie gesagt, die 2 Jahre, die wir in Deutschland verbracht haben, im Winter ist es auch manchmal über Wochen hinweg grau. Und man muss das Licht den ganzen Tag anhaben. Und das schlug mir auf die Seele nach einer Weile. Es muss auch mal die Sonne hier scheinen. Okay, das Wetter. Welche anderen Ratschläge würdest du ihnen geben? Also man muss halt wirklich wissen, dass Irland sehr rückständig ist. Ja, also ich sage dazu immer so, das ist eine gewisse Pfadfinderromantik. Ja. Also ich fand das jetzt positiv. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, es war wie ein Abenteuerspielplatz. Aber man kann jetzt hier nicht erwarten, irgendwie, dass das jetzt so technologisch im Sinne von der Verkehrsinfrastruktur besonders gut angebunden ist. Also Autobahn gibt es halt irgendwie seit 10 Jahren und so. Ja. Die Zugverbindung haben die komplett in 60er Jahren alle abgebaut. Das heißt, es gibt im Grunde genommen einen Zug von Dublin nach Cork und dann noch einen Zug nach Limerick von Dublin und das war's. Ansonsten gibt es keine Züge. Also der komplette Nahverkehr läuft über Busse. Ja. So, also extrem rückständig. Ja. Wie gesagt, wenn man danach sucht, weil man so diese wild romantische Schönheit sucht, und mir hat es auf jeden Fall gefallen, dann ist es gut, aber man darf halt keine falschen Erwartungen haben, muss ich sagen. Realistisch sein. Wie kannst du Leute bei diesem Vorhaben unterstützen? Also wie gesagt, wir helfen natürlich Mandanten seit vielen Jahren nach Irland umzuziehen, dort auch die steuerliche Anmeldung dann zum Non-Dom-Status zu machen. Wir helfen bei Dingen wie der Wohnungssuche und so und bei allen anderen Formalitäten rund um die Wohnsitznahme in Irland, plus natürlich auch steuergünstige Firmengründung. Also wenn das was ist, was du gerne machen willst, dann nimm Kontakt mit uns auf, buch am besten ein Beratungsgespräch, Link packen wir hier in die Beschreibung rein. Ja. Und dann freue ich mich, mit dir über Irland in der Beratung zu sprechen. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank wie immer für all die Informationen. Dankeschön. Während der Pandemie haben wir dann viele von den Konferenzen per Zoom gemacht. Und man hat immer gemerkt, die Leute, die man schon mal persönlich gesehen hat, da ist so dieses Rapport viel, viel mehr da, als verrückt, wenn es einfach nur über das Ding ist. Und es ist auch irgendwie viel so der Gestik geht einfach verloren, finde ich. Deswegen, das ist total klasse. Bin ich sehr froh, dass wir das machen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.